Der Anfang einer großen Reise beginnt mit einer kleinen Untersuchung. Die U2 bereitet das Kind auf sein ganzes weitere Leben vor und ist sozusagen der letzte Check-up vorm Nachhausegehen nach der Geburt. Die U2 wird zwischen dem 3. und dem 10. Lebenstag beim Kinderarzt durchgeführt. Bei der U2-Untersuchung wird Ihr Baby von Kopf bis Fuß untersucht, um seine Gesundheit zu überprüfen und mögliche Entwicklungsstörungen frühzeitig zu erkennen. Ein Teil der Untersuchungen ist die Vitamin-K-Gabe. Sie schützt Ihr Baby vor lebensbedrohlichen Blutungsstörungen. Ein Hörtest gehört ebenso zu den U2-Untersuchungen, um Hörstörungen frühzeitig zu erkennen. Die Sauerstoffmessung hilft, angeborene Herzfehler frühzeitig festzustellen. Zwischen 36 und 72 Stunden nach der Geburt erfolgt das Neugeborenen-Screening, um Stoffwechselerkrankungen frühzeitig zu diagnostizieren. Ganz neu ist empfohlen von der Ständigen Impfkommission eine Immunisierung gegen das RS-Virus. Das ist ein Virus, was Lungenentzündungen bei Babys hervorrufen kann. Und es wird empfohlen für alle neugeborenen Kinder, wenn die Eltern einverstanden sind. Die Babys bekommen für das gesamte erste Lebensjahr Vitamin D und Fluorid verabreicht. Fluorid für die Zahnkariesprophylaxe und Vitamin D für die Knochenentwicklung. Worauf Sie als Eltern auch achten sollten, ist die Hautfarbe des Kindes. Die Kinder können gelb werden nach der Geburt, das ist was Normales, aber wir müssen immer schauen, dass es noch im Rahmen bleibt und noch keiner Therapie bedarf. Deswegen können wir hier im Krankenhaus noch den Gelbwert Ihres Kindes über die Haut messen. Zu Hause gucken Sie das selber oder die Hebamme schaut nach. Alle Ergebnisse und Messwerte der U2-Untersuchung werden sorgfältig im Heft festgehalten. Dieses Heft begleitet das Kind über viele Jahre und dient bei allen wichtigen Vorsorgeuntersuchungen als Dokumentation. Die Nabelpflege wird eigentlich durch die Hebamme durchgeführt. Der Nabel fällt nach ungefähr 10 Tagen ab und so lange versorgt ihn entweder die Hebamme oder man selber zu Hause. Dann einfach mit abgekochtem Wasser den Nabelgrund einmal reinigen und dann mit einem trockenen Tupfer wieder verbinden. Der Maxi-Cosi sollte vom Baby nicht den ganzen Tag besetzt werden, weil der Rücken dann so rund ist. Am besten nicht länger als maximal eine Stunde am Tag im Maxi-Cosi das Baby sitzen lassen. Ja, man darf auf jeden Fall einen Schnuller benutzen, das ist gut. Es ist präventiv für den plötzlichen Kindstod. Es schützt vor Unruhephasen. Das Kind muss sich beruhigen und man sollte nicht immer nur das Kind an der Brust beruhigen. Genauso wichtig ist, dass wir auch andere Krankheiten frühzeitig erkennen. Deswegen möchten wir Sie auch darauf hinweisen, dass Sie immer auf die Stuhlfarbe Ihres Babys achten. Der Stuhl sollte gefärbt sein, braun, orange, grün, gelb, auf jeden Fall nicht entfärbt, nicht weiß oder nicht hellgrau. Wenn Sie keine Hebamme gefunden haben, was leider sehr häufig vorkommt, dann bitte, wenn Sie Sorgen haben um Ihr Baby, lieber einmal zu viel zum Kinderarzt gehen oder auch ruhig nachts in die Ambulanz der Klinik kommen, wenn man Sorge um das Baby hat. Und sonst sich hier ganz viel Ratschläge durch die Schwestern noch holen. Das Baby sollte man ungefähr mit einer Lage mehr anziehen, als man selber anhat. Das ist so eine Faustregel, gerne zum Rausgehen auch ein Mützchen aufsetzen. Man kontrolliert die Temperatur immer im Nacken vom Baby. Wenn man im Nacken schön warm ist, dann dürfen die Händchen und Füßchen auch mal ruhig kälter sein. Das Schlafen in Rückenlage, die Verwendung eines Schlafsacks und eine sichere Gestaltung des Schlafplatzes, ohne Kissen, Kuscheltiere oder ähnliches, reduzieren das Risiko für SIDS-Prophylaxe. Die Eltern werden im Verlauf der ersten Tage zu Experten von ihrem Kind. Und sie wissen ganz genau, wie ihr Kind sich normal verhält und was nicht normal ist. Und wenn etwas nicht normal ist, dann bitte die Hebamme fragen oder den Kinderarzt und sich selber wirklich vertrauen, dass man sein Kind gut kennt.